Hallo und willkommen beim Filmgemaunze. Heute sehen wir uns den US-Western um Kopf und Kragen an, im Original mit dem Titel The Tall Tea aus dem Jahre 1957 mit einer Spielzeit von 78 Minuten. Der Film hat einen Einstieg, wir sehen einen Fremden, der auf ein einsames Gebäude zureitet, ausnahmsweise mal ohne dubiose Vergangenheit. Und hier zitiert der Film zugleich mein großer Freund Shane, aber auch man nennt mich Hondo. Und er kommt an eine Poststation, die von Vater und Sohn geführt wird. Er drängt erstmal sein Pferd, man kommt ins Gespräch und da erfährt man etwas über die Figur, die Hauptfigur von Pat Brennan, ein ehemaliger Ranch-Vorarbeiter, der sich unabhängig machte, sich ein kleines Stück Land nun gekauft hat und er ist unterwegs in die Stadt und will sich nun einen Zuchtbullen zulegen, um, naja, irgendwie seine Herde ein bisschen zu vergrößern. Er reitet wieder weiter, er kommt in die Stadt, es gibt dann hier mal auch ein paar Kontakte, die er knüpft, er spricht mit jemand und kommt dann zu seinem ehemaligen Arbeitgeber auf die Ranch und will dort eben einen Zuchtbullen kaufen. Es wird ihm eine Wette angeboten, dass wenn er einen der Bullen reiten kann, ohne abgeworfen zu werden, dann bekommt er ihn für umsonst, aber als Wetteinpfand muss er halt sein Pferd mit einbringen. Nun, das klappt dann alles nicht so recht und er macht sich dann wieder auf den Weg nach Hause als Saddle Tramp zu Fuß. Er trifft unterwegs auf eine Postkutsche, ähm, die nur besetzt ist von einem jungen Ehepaar, das Ehepaar Mims, die unterwegs sind in die Flitterwochen und man reist weiter und kommt wieder an besagte Poststation von zuvor. Nur dass dieses Mal schon ein paar Gangster auf die Postkutsche warten und es kommt, wie es kommt. Es ist ein Überfall und nachdem die Gangster erfahren, dass die Braut auch noch sehr betucht ist, ihr Vater ist Besitzer einer wertvollen Kupfermine, wird schnell entschlossen, dass man sie als Geisel nimmt und packt das Ganze alles, naja, alle mitsamt ein und begibt sich in das eigene Banditenlager, um anschließend dann für die Braut, für die Braut Lösegeld zu fordern. So erstmal der Einstieg des Films, mal ganz grob. Wobei, ganz grob ist gut gesagt, der Film ist relativ simpel, geradlinig gehalten, aber mit einem schlicht pointierenden Plot. Ähm, Es ist so, dass der Film die ersten 20 Minuten ungefähr sehr familienfreundlich daherkommt. Das ist so, wie man es aus klassischen Western kennt. Er kommt in die Stadt, da wird gelacht, da wird mal ein Faustschlag ausgeteilt, aber das ist alles, wie man es aus klassischen Western kennt. Und dann ändert der Film nämlich plötzlich seinen Erzählton, spätestens wenn die Gangster aus dem Halbschatten heraustreten und wird nämlich es versteckt sich hinter diesem B-Movie, der zu einem harten Western wird, ein echter Klassiker des Western-Genres. Und es ist nicht umsonst, dass Leute wie Martin Scorsese und Quentin Tarantino von diesem Film schwärmen. Auch wenn der Film ein Low-Budget, Low-Key-Film ist, spartanisch inszeniert, ist er doch sehr effektiv mit seinem Aufbau, wie er das Ganze präsentiert. Es ist der zweite von 7 Filmen, die das Gespann Randolph Scott und Bud Bediger gedreht haben. Das Ganze in nur 18 Tagen, Drehtagen. Und im Juli 1956 gedreht hat man in den Alabama Hills nahe der Stadt Lone Pine in Kalifornien. Dort hat Bud Bötticher eigentlich den Großteil seiner Filme gedreht. Und
kommen wir doch da mal an der Stelle auch gleich mal, bevor wir das vergessen, zum Cast des Films. Wir haben in der Hauptrolle natürlich Westernlegende Randolph Scott als Pat Brannan. Zu Randolph Scott, glaube ich, muss ich nicht viel erzählen. Bei den unzähligen Western dürfte jeder mal irgendwo einen gesehen haben. Wir haben Richard Boone als Frank Usher, den Banditenanführer des Trios. Den könnte man kennen aus Filmen wie Alamo, wo er General Sam Houston spielt, oder aus Der Scharfschütze mit John Wayne. Wir haben eine Maureen O'Sullivan als Doretta Mims. Die Dame spielte unter anderem zum Beispiel in Tarzan der Affenmensch mit Johnny Weissmuller mit. Wir haben Filmer Henry Silver als Chink, den Revolverhelden. Den Mann kennt Henry Silver hat so viele Filme gemacht. Hauptrolle war die Rache des Johnny Cool. Vielleicht kennt der eine oder andere den Film. Bud Bötticher haben wir in der Regie, wie schon vorher erwähnt, der auch Filme gedreht hat, wie der Mann von Alamo, Seminola mit Rock Hudson, und übrigens das Drehbuch geschrieben hat für Ein Fressen für die Geier mit Clint Eastwood. Und hier aber das Drehbuch stammt von Burt Kennedy, ebenfalls Regisseur und Drehbuchautor, der für Filme Regie geführt hat wie Dreckiges Gold, auch ein Sheriff braucht mal Hilfe mit James Garner, oder Die Gewaltigen mit John Wayne und Kirk Douglas. Aber zurück zum Film. Der zentrale Mittelpunkt des Films ist eigentlich ein psychologisches Duell zwischen den, ich würde schon mal sagen, den Hauptfiguren Randolph Scott und Richard Boone hier. Es sind beides Figuren, die eben beide eigentlich das Gleiche wollen. Ein kleines Stück Land und ein einfaches Leben führen. Der Unterschied ist hier nur, dass die Figur Brennan einfach ein ehrlicher Mann ist, der niemand in den Rücken schießt, während wir mit Frank Usher eine Figur haben, der für sein Ziel über Leichen geht. Und sie sind eigentlich verwandte Seelen, wenn auch in einer gewissen Weise Brennan hier quasi sein verzerrtes Spiegel-Ich, sein Anti-Ich vorgesetzt wird. Das ist sehr spannend inszeniert, und hier sieht man in dem Film auch seine Stärke, dass er eigentlich vermeintlich eindimensionalen Figuren plötzlich ungeahnte Facetten draufschreibt, die man so erstmal nicht erwartet hätte von dem Film. Gut, okay, man könnte jetzt sagen, bei Maureen O'Sullivan hier, sie agiert etwas naiv. Man darf aber nicht vergessen, dass der Film aus den 50ern ist. Und naja gut, auch im Wilden Westen wurden Frauen eigentlich danach bewertet, wie gut sie kochen können. Das ist halt nun mal so. Das sollte man dem Film also hier nicht vorwerfen, aber sie spielt eigentlich recht gut, und ich fand ihre Performance durchaus passabel. Natürlich nicht zu vergessen, wie vorher schon erwähnt, Henry Silver hier ebenfalls eine Figur, die noch heraussticht als Revolverheld, Chink, der sogar noch etwas bedrohlicher wirkt als Frank, eben weil er eher unberechenbar wirkt. Das ist eine Figur, die aufgewachsen ist, nie was anderes kennengelernt hat als Gewalt, Alkohol und Frauen. Und kann man sich ja denken, was da am Ende rauskommt. Der Film bietet keine großen monumentalen Landschaftsaufnahmen, wie man sie vielleicht aus einem John Ford Western kennt, aber es gibt keine überflüssigen Kameraeinstellungen von Kameramann Charles Lawton Jr. Und das gleiche gilt auch für das Drehbuch. Das verliert sich nicht in irgendwelche unendlichen Dialoge, sondern hier sitzt jedes Wort in dem Film. Und apropos Wörter, der Film basiert auf einer Kurzgeschichte The Captives von Autor Elmore Leonard, dessen Romane und Stories für Hollywood gar nicht so unwichtig waren. Ohne den guten Mann hätte es Filme wie Schnapp Shorty oder Jackie Brown nicht gegeben. Ne? Also, der Film um Kopf und Kragen. Es ist auf jeden Fall beeindruckend, würde ich sagen, dass er es in nicht mal 80 Minuten schafft, dem Zuschauer ein Gefühl zu vermitteln,
einen dichten und reichhaltigen Film gesehen zu haben. Ja, wenn auch nicht einen behaglichen Film, aber man muss sagen, mit seiner harten Gangart, seinem psychologischen Duell und seinen düsteren Film-Noir-Elementen ist um Kopf, um Kragen ein Western-Klassiker. Und dafür gebe ich dann auch gern 8 von 10 möglichen Punkten. Und obendrauf gibt es auch noch den Filmgemaunze Stern in Bronze. Und damit meine Empfehlung für diesen Film. So, was haben wir noch? Nebeninfos, da steht ja drauf, das weiß ich. Interessant ist, der alte Kutscher, bei dem Randolph Scott in dem Film mitfährt, gespielt von Arthur Honeycutt. Die Figur heißt Rintoon. Ist so ein richtig alter Fuzzi. Aber das Spannende ist hier, dass der Schauspieler eigentlich 12 Jahre jünger war als Randolph Scott, der ja 1898 geboren wurde bereits. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war noch ein anderes Jahrhundert. Naja, okay. In diesem Sinne, jetzt wünsche ich euch noch eine wirklich gute Zeit und ganz viel Spaß mit eurem nächsten Film. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.